Herzlich willkommen bei Infoware. Ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie Sie aus einem GPS-Track eine Navigation machen können. Das sind Anwendungsfälle zum Beispiel für Müllfahrzeuge, Straßenkehrmaschinen oder andere Fahrzeuge, die einer ganz bestimmten Route folgen müssen. Das geht sehr einfach. Sie klicken hier links auf Track hochladen und müssen natürlich eine Datei haben, in der die GPS-Punkte gespeichert sind. Die wird hochgeladen und wird dann auf der Karte angezeigt. Da kommt sie. Und ich zoome jetzt mal hier unten in einen interessanten Bereich rein. Und was Sie jetzt hier sehen, das sind die GPS-Daten, wie sie genau so vom Empfänger kommen. Und man kann jetzt hier durch diese GPS-Aufzeichnung durchlaufen. Und wir schauen uns mal an, welche Navigation würde denn aus diesen GPS-Daten direkt folgen. Dafür klicken wir hier links auf Route planen. Jetzt rechnet unser Navigationsserver das. Und Sie sehen, hier gibt es dann direkt zum Beispiel schon mal eine Stelle, hier gibt es noch eine und da noch eine, die merkwürdig aussieht, weil so sind wir nicht gefahren, sondern was Sie hier sehen, ist das Eigenleben eines GPS-Empfängers, der einfach wild Sachen aufzeichnet, die so gar nicht passiert sind. Wenn er keinen guten Empfang hat, dann kann sowas passieren. Das müssen wir korrigieren und das machen wir, indem wir solche Punkte hier markieren und dann zum Beispiel entfernen drücken auf der Tastatur und die einfach rauslöschen. Das ist die einfachste Möglichkeit und die Alternative dazu ist dann noch, dass wir so einen Punkt uns nehmen und den einfach dahin ziehen, wo wir ihn hinhaben wollen und uns so eine neue, korrekte GPS-Spur bauen. Wenn ich jetzt hier links wieder auf Route ausblenden klicke und nochmal auf Route planen, dann wird das wieder an unseren Server geschickt und Sie sehen, die Stelle ist korrigiert. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir diese korrigierte Route auf unseren Navigationsgeräten. Dafür klicken wir hier rechts einfach auf Jetzt veröffentlichen und können das dann so für die Navigationsgeräte zur Verfügung stellen, die auf meinen Account angemeldet sind. So, das hat funktioniert. Jetzt gucken wir, was dabei herauskommt. Und so, ich tippe jetzt hier auf das Follow Me-Menü. Da ist noch keine Route drin. Und wenn ich jetzt Synchronisieren tippe, dann erscheint gleich die Route, die wir eben bearbeitet haben. So, da ist sie. Ich öffne sie, starte die Simulation jetzt hier für den Zweck. Und wie man sieht, da ist unsere Route mit den Korrekturen, die wir eben vorgenommen haben. Das war genau hier diese Stelle, die wir hier korrigiert haben. Und jetzt funktioniert es. So einfach ist das.